Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine fantastische Kinder-Schoko-Freshtorte. Ich habe mir von meinen Kindern sagen lassen, dass diese Süßigkeit so lecker sei. Daraufhin habe ich sie probiert und ja, es stimmt. Mir ist sie ein bisschen zu süß, aber sie schmeckt toll nach Haselnuss. Und genauso ist die Torte aufgebaut. Diese Torte besteht aus meinem fluffigen, dunklen Biskuit, verfeinert mit etwas gemahlenen Haselnüssen natürlich, wer hätte das gedacht, und einer Haselnuss-Nougat-Creme, einer Ganache aus Haselnussschokolade und Sahne und natürlich einer weißen Creme aus Mascarpone und Honig. Obenauf habe ich wieder eine Zartbitter-Ganache, dieses Mal, damit es nicht ganz so süß wird, und natürlich die Dekoration aus Sahnetupfen und den leckeren Kinder Schokofresh. Den Schokobiskuit backt ihr euch am Vortag am besten vor. Hier ist das Video dazu. Ich schreibe euch auch in die Infobox, was ihr anstelle des Mehls nehmen müsst, nämlich anstelle der 140 Gramm Mehl nehmt ihr 90 Gramm Mehl und 50 Gramm gemahlene Haselnüsse für diesen Haselnuss-Schokobiskuit. Wir starten in die Zubereitung unserer ersten Füllcreme. Und zwar ist das unsere Nougat-Sahne-Creme. Und dafür nehmen wir uns jetzt Nougat her, und zwar 200 Gramm. Den habe ich mir schon in Würfel geschnitten. So, wir machen jetzt im Grunde so eine Haselnuss-Nougat-Ganache. Werden uns jetzt die Sahne erhitzen und auch die Butter so ein bisschen zerlassen und dann das Ganze miteinander schmelzen, und das ist dann schon unsere Creme. Beides habe ich mir jetzt in der Mikrowelle heiß gemacht, die Butter so ein bisschen angeschmolzen und die Sahne einfach schön erhitzt. Die gebe ich jetzt einfach hier drüber. Wunderbar. Und jetzt gebe ich auch noch die Butter hinzu. Jetzt können wir das Ganze gerade so kurz stehen lassen, vielleicht so 5 Minuten. So, weiter geht's. Das Ganze hat ein paar Minuten gestanden bei mir. Jetzt kann man es schön miteinander verrühren. Und wie immer bei einer Ganache ist es dann so, dass es zuerst so aussieht, als würde es sich nicht verbinden. Aber wenn man weiter rührt, merkt man, es wird doch dunkler und dicker, und dann ist irgendwann die Ganache auch fertig. Das Ganze am besten wirklich sanft rühren, nicht mit einem Schneebesen, denn wir wollen uns nicht zu viel Luft reinschlagen, sondern wir wollen ja wirklich eine schöne, homogene, so wie karamellartige Creme dann erreichen. Wenn sich alles schön verbunden hat, dann ist das Ganze natürlich noch zu flüssig. Es muss noch ein bisschen abkühlen, bevor wir das auf die Torte geben. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal so 15 bis 30 Minuten beiseite stehen und werden uns in der Zeit die Haselnuss-Ganache, Haselnuss-Crunch-Ganache, nenne ich sie mal, zubereiten, und die Mascarpone-Sahne-Creme können wir auch schon mal herrichten. Für die Haselnuss-Crunch-Ganache, die in die Torte kommt, also auf den zweiten Boden gegossen wird, nehme ich mir hier so eine Vollmilchschokolade mit Haselnussstückchen. Wieder schauen, dass die Stückchen möglichst klein sind. Ihr könnt sie natürlich auch grob hacken. Ich breche mir die einfach so mal in Stückchen, dann geht das ganz gut. 200 Gramm Schokolade und 100 Gramm heiße Sahne darüber geben. Und das Ganze wieder schmelzen lassen. Oh mein Gott, diese Torte wird der Wahnsinn. Kurz warten und dann wieder verrühren. So, wieder kurz durchrühren. Und eine wunderbare Haselnuss-Ganache ist entstanden. Diesmal mit Haselnussstückchen. Und die ist jetzt nicht so cremig, sondern das ist wirklich sehr schokoladig. Und die kommt auf unseren zweiten Boden, also auf den mittleren Boden. Und darüber dann die weiße Creme. Und da jetzt so ein bisschen Sahne drin ist, wird diese Schicht auch nicht ganz fest, wenn wir sie kühlen, die Torte. Sondern man kann sie dann auch toll immer noch durchschneiden. Und man hat dann trotzdem in der Mitte eben diese Schokoladenschicht. Perfekt. Beiseite stellen. So, während jetzt die beiden Cremes so ein bisschen abkühlen und die richtige Konsistenz für unsere Arbeit erreichen, können wir uns unseren Boden vorbereiten. Den habt ihr, wie gesagt, am Tag vorher vorgebacken. Und ihr seht, wie schön hoch der geworden ist. Und jetzt nehmen wir uns hier natürlich das Backpapier ab. Wunderbar. Und jetzt habe ich hier wieder mein Messer. Da habe ich so Abstandshalter.
Und da seht ihr auch, der Boden ist ja 5 cm hoch. Ich möchte den mittleren Boden etwas dünner haben. Deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich unten 2 cm, in der Mitte 1 cm und oben wieder 2 cm so einschneide. Das heißt, ich stelle jetzt das Messer erstmal auf 2 cm ein und schneide mir den ersten Boden. Perfekt. Oh mein Gott, Wahnsinn. Also es sieht fantastisch aus. Gerade mit den Haselnüssen macht der Boden noch einen viel besseren Eindruck, finde ich, als so ohne Haselnüsse. Also ich finde ihn dann noch saftiger. Ich hatte den Boden auch über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt, sodass er jetzt kaum krümelt und sich auch gut schneiden lässt. So, den mittleren Boden, da gehe ich jetzt auf 1 cm. Und wir haben unsere 3 Böden. So, jetzt haben wir hier unseren leckeren Schoko-Haselnuss-Biskuit und nachher werde ich noch unter die Tortenpappe meinen Tortenretter schieben. Es empfiehlt sich übrigens, wenn man viel Torten macht, 2 Tortenretter mindestens zu haben, logischerweise. Einfach damit ich dann nachher die Torte besser verheben kann, wenn ich sie umsetzen muss. So, da stellen wir uns jetzt den Tortenring drum und ziehen ihn schön fest. Nicht zu fest. Nur so, dass halt wirklich nichts unten rausläuft dann. Aber nicht so, dass man nachher die anderen Böden nicht reinkriegt. Also das ist so bei Biskuit, wenn man den zu arg drückt, der ist ja sehr, sehr fluffig, dann kriegt man nachher die anderen Böden nicht oben mehr reingelegt. Deswegen aufpassen, nicht zu arg anziehen. Ich glaube, ich habe jetzt zu viel gezogen. So, einfach wirklich nur drum stellen und dann festziehen. So, die Nougat-Creme war bei mir kurz im Kühlschrank bzw. sogar im Tiefkühler. Dabei dann immer durchrühren ab und zu, damit sie nicht an der Seite fest wird und in der Mitte nicht. Das sollte nicht passieren. Einfach, dass sie gleichmäßig fest wird und das ein bisschen schneller geht. Und ja, sie ist jetzt immer noch fließfähig, aber das macht nichts. Die Torte wird ja sowieso gekühlt und dann zieht das Ganze auch an. Wir geben uns jetzt diese wundervolle Nougat-Sahne-Butter auf den unteren Boden. Oh mein Gott, schon der Wahnsinn. So, jetzt lege ich mir ganz vorsichtig den mittleren Boden hier auf diese Schicht. Ganz, ganz vorsichtig runterdrücken, dass nichts nach oben kommt von der Flüssigkeit. Jetzt werden wir hier oben drauf, damit es so richtig schön schokoladig und nussig ist, unsere zweite Ganache geben, nämlich diese Haselnuss-Schokoladenganache. Die ist inzwischen auch ganz gut abgekühlt. Der Wahnsinn. So, das Ganze jetzt schön noch glatt streichen und verteilen, sofern es sich nicht von alleine verteilt. Oh, das gibt halt den wunderbaren Crunch dann noch in der Torte. Das ist in dem Original Kinder Schoko Fresh nicht enthalten. Und wer es super original haben will, der soll eben diese Schicht weglassen. Ich finde es aber für den Geschmack der Torte genau richtig. Und deswegen, ja, mache ich so. So kommt die Torte jetzt bei mir in die Kühlung, entweder in den Kühlschrank oder in euer Tiefkühlfach, wenn ihr so eins habt. Ich habe ja ein Tortentiefkühlfach, da stelle ich sie mir jetzt rein und in der Zeit werde ich mir die Mascarpone-Sahne zubereiten. Einfach deswegen ist dieser Schritt jetzt notwendig, damit sich die Mascarpone-Sahne und diese Schokoschicht nicht vermischen oder wenig vermischen. Deswegen schauen wir jetzt, dass das Ganze anzieht. Für die Mascarpone-Sahne-Creme werden wir uns jetzt den Mascarpone in eine Schüssel geben. Den Quark und ich nehme da Sahnequark, denn jetzt kommt es auch nicht mehr auf die paar Kalorien an und das schmeckt einfach besser. Die Torte ist sowieso eine Bombe, insofern, ja, ab und zu muss man sich auch mal was gönnen. Oder wie man in Köln sagt, man muss auch jönne können. Einige wissen das vielleicht, ich komme nämlich ursprünglich aus Köln, da muss man ab und zu so einen Spruch ablassen. Jetzt kommen hier 2 Esslöffel Honig noch dazu. Das mache ich jetzt einfach so Pi mal Daumen, ich gebe das einfach so dazu. 1, 2, ihr könnt auch nur einen nehmen oder 1,5, also wie euch die Creme am besten schmeckt. Und ich hätte auch gerne noch ein bisschen Vanille dazu. Da gebe ich so ungefähr 1 Teelöffel dazu. Genau. Und jetzt verrühre ich das miteinander. Erstmal so gucken, ob das vielleicht mit dem Spatel geht. Sonst muss ich das Rührgerät rausholen und schon schmutzig machen. Da will ich gleich die Sahne mitschlagen. Das funktioniert. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan vom Spatel.
Ich finde, damit kann man sehr gut prüfen, wie die Creme-Konsistenz ist. Wenn man mit dem Rührgerät dran geht oder mit der Küchenmaschine, dann ist es oft so, dass man gar nicht so die Kontrolle hat. Und hier sieht man jetzt genau, aha, jetzt hat sich alles verbunden und ja, perfekt. Und damit diese Creme noch ein bisschen luftiger wird, werden wir uns noch die Sahne steif schlagen und darunter heben. Und ich nehme jetzt dieses Mal Sanapart zum Steifen der Sahne. Ihr könnt aber genauso gut auch Sahne festnehmen. Ich nehme jetzt 4 Teelöffel, 4 bis 5 Teelöffel. Und wenn ihr kein Sanapart daheim habt, sondern nur Sahne fest, dann nehmt ihr einfach 2 Beutel Sahne fest. So, los geht's. Die Sahne immer so ein bisschen erst anschlagen, bevor man das Sahnesteif hinzugibt oder das Sanapart und verschlagen. So, und wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt oder dass eben das alles so stehen bleibt und man die Schüssel theoretisch umdrehen könnte, dann ist die Sahne fest genug. Achtung, nicht zu Butter verschlagen. So, jetzt können wir uns die Sahne hier auf unsere Mascarpone-Creme geben. Und sie gerade unterheben. Und ich glaube, dass die Creme mit 2 Esslöffel Honig noch zu wenig gesüßt ist. Aber das ist ganz Geschmackssache. Also ihr könnt die Creme jetzt einfach auch noch mit Zucker süßen, wenn ihr wollt. Vergesst aber nicht, dass die Schokofresh sehr süß sind, dass unten die Nougat-Creme sehr süß ist. Also so ein bisschen ausbalancieren. So, unsere Tortencreme ist fertig. Und ihr seht, die Torte war bei mir im Tiefkühlfach für die Zeit, in der ich jetzt die Creme zubereitet habe. Die Schicht ist schön angezogen und wir können jetzt unsere Mascarpone-Honigcreme toll drauf geben. Der Wahnsinn. Ich glaube, danach muss ich 5000 Jahre lang Sport machen. Gott sei Dank essen bei uns immer viele Menschen mit. Diese Torte zum Beispiel ist für meinen Ältesten zum Geburtstag. Und so werden genug Leute am Tisch sitzen und ich werde nicht in Versuchung kommen, zu viel davon zu essen. Und wenn ihr die Torte für 2 oder 4 Personen macht, dann einfach alle Zutaten halbieren und eine kleine Form verwenden. Jetzt streichen wir das Ganze natürlich glatt. Oh mein Gott, ich glaube, das wird der absolute Hammer, diese Torte. Wie immer schön gleichmäßig verstreichen. So. Wunderbar. Schön glatt alles, schön gleichmäßig. Jetzt kommt unser letzter Boden hier oben auf und dann muss die Torte erstmal in die Kühlung. Und da haben wir ihn. Einfach gerade drauf schieben. Den Tortenretter wegziehen. Der Tortenring ist jetzt ganz gefüllt. Vorsichtig noch etwas festdrücken. Ganz, ganz sanft. Dass alles schön gleichmäßig verteilt ist und dass sich keine Luftblasen bilden. Die Torte ist gut gekühlt. Sie stand schön abgedeckt bei mir über Nacht im Kühlschrank, wie immer. Wir werden uns jetzt die Torte aus dem Ring schneiden und sie dann noch mit Schokolade dekorieren und mit den Sahnehäubchen und natürlich mit unseren Kinder Schokofresh. So, da ist meine Schokolade, richtig viel. Und zwar habe ich genommen halb Zartbitter, halb Vollmilch, damit es einfach nicht zu süß wird. Da gieße ich jetzt meine heiße Sahne drüber. Und ihr seht, es schmilzt schon schön. Noch schneller geht es natürlich, wenn man die Schokolade fein hackt. Wie immer lassen wir die Schokolade 5 Minuten stehen und rühren sie dann zu einer Ganache. Aber jetzt schneiden wir sie uns erstmal aus dem Ring. Vorsichtig und mit einem scharfen Messer oder Tortenringmesser, wenn ihr das zur Hand habt, dass ihr die Außenfläche nicht verletzt. Und den Tortenring öffnen. Und wir heben uns den Ring ab. Wow! Wir rühren unsere Ganache durch. 5 Minuten sind vergangen. All diese Ganaches könnt ihr auch, wenn ihr sie ganz abkühlen lasst, dann aufschlagen und als Tortenfüllcreme verwenden. Also man kann sie entweder so benutzen oder eben
nochmal aufschlagen. Sie verändern dann ein wenig ihre Konsistenz, werden heller, werden fluffiger, dadurch, dass man eben die Luft reinschlägt. Und so könnt ihr sie auch als luftige Tortenfüllcreme verwenden. So, meine Ganache ist verrührt. Und ihr seht, sie hat eine, ja, so sehr relativ flüssige Konsistenz, ist aber trotzdem noch dick. Das heißt, beim Gießen wird sie sich nicht vollständig verteilen. Also entweder ich gebe jetzt noch mehr Sahne dazu oder ich nutze das aus, um gut streichen zu können. Und ich glaube, ich werde Letzteres tun. Perfekt. So, los geht's. Ich habe mir hier eine Silikonmatte und ein Abtropfgitter hingestellt und die Torte darauf. Und die Torte ist nicht allzu kalt. Einfach aus dem Grund, damit es nicht sofort anzieht, damit ich noch ein bisschen Zeit habe zu verstreichen. Und ich gieße jetzt von der Mitte aus meine Creme hier drüber und hoffe, dass es dann funktioniert alles, wie ich mir das vorstelle. Das soll erstmal reichen und ihr seht, das verteilt sich nicht, so wie ich auch gesagt habe. Deswegen gehe ich jetzt mit der Palette hin und streiche das Ganze so zu den Seiten runter, dass es eben die Seiten dann möglichst gleichmäßig bedeckt. Bei mir kommt die Torte jetzt in die Kühlung, damit sie einfach etwas anzieht. So, während die Torte jetzt kühlt, damit sie einfach schön anzieht, schlage ich mir die Sahne steif und fülle sie dann in einen Spritzbeutel mit Sterntülle, damit ich meine Rosetten nachher noch aufspritzen kann. So, und sobald die Sahne so schön steif geschlagen ist, dass sie Spitzen zieht und die stehen bleiben oder ein Messerschnitt sichtbar bleibt, können wir sie uns in unseren Spritzbeutel füllen und die Torte final dekorieren. Jetzt werde ich die Torte einteilen, wie immer bei mir in 16 Stücke. Gucken, dass man mittig aufsetzt. Einmal eindrücken. Wunderbar. Jetzt sehe ich hier auch ganz gut, wo ich hinspritzen muss. Und weil die Kinder Schoko Fresh so eine längliche Form haben, werde ich jetzt auch eine längliche S-Form hier oben aufspritzen, damit ich einfach genug Platz habe, die aufzusetzen. Ich fange hier vorne an und lasse so ein bisschen auslaufen. Wunderschön sieht es auch jetzt schon aus. Jetzt kommt noch die Kinder Schoko Fresh und dann ist unsere Torte fertig. Ich habe natürlich wie immer zu viel Sahne übrig, viel zu viel gemacht. Ich glaube, euch reichen so 100 bis 150 Gramm. Ich hatte 200 wie immer. Ich nehme die nachher für den Kaffee. Gut, so sehen die Kinder Schoko Fresh aus. Ist natürlich ziemlich viel Verpackung, wie immer halt, aber das macht man ja auch nicht ständig sowas. Ich packe mir die jetzt alle schön aus. Und so sehen sie aus. Und dann breche ich sie in der Mitte auseinander und setze sie auf die einzelnen Stückchen. Ich fange mal mit dem hier an. Darauf achten, dass alle Platz haben. Ich habe ein bisschen zu eng gesetzt, den Kreis. Und keine Sorge wegen der Sahne, da spritzen wir uns gleich noch einen inneren Kreis, dann sieht das nicht so komisch aus. Sieht fantastisch aus. Und jetzt kommt noch der Innenkreis. Dann ist es gut, dass ich noch Sahne übrig habe. Da spritze ich jetzt einfach noch Tuffs rein, damit das einen schönen Abschluss hat. Perfekt. Die Torte ist fertig und sieht total schön aus. Gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, mein Ältester wird sich super freuen darüber. Und natürlich auch zum Vatertag ist es genau die perfekte Torte. Geht durch wie Butter.
Wahnsinn. Das Messer am besten sauber machen vor dem nächsten Schnitt, damit es einfach schön wird. Und ihr seht, diese Ganache, da geht das Messer durch wie Butter. Das ist perfekt. Und da kommt unser mega leckeres Kinder-Schokofreshstück. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Wahnsinn. Ich glaube, mein Sohn wird sich super freuen. Und alle Kinder werden ausrattern, wenn sie die Torte sehen. Wahnsinn. Die Schichten, einfach fantastisch. Super lecker. Ich freue mich sehr, die Torte probieren zu können. Gleich kommt mein Sohn und dann feiern wir seinen 22. Geburtstag. Und dann werden wir die Torte gemeinsam anschneiden und vernaschen. Aber ich darf natürlich wie immer ein Stück vorprobieren. Und das tue ich jetzt für euch. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Oh mein Gott. Sehr schokoladig. Der Wahnsinn. Ein Traum aus Creme und Schokolade und Nüssen. Der absolute Wahnsinn, die Torte. Müsst ihr ausprobieren. Super, genial. Also ein Traum aus fluffigem Schokoladenbiskuit mit den Haselnüssen drin. Dieser, ich hätte schon beinahe gesagt Karamellschicht, aber es ist ja eine Nougat-Schicht mit eben Butter und Sahne und das zergeht auf der Zunge. Es ist also wie eine riesige Praline. Wahnsinn. Also es ist auch nicht zu schwer. Es ist schön luftig und ich denke mit einem Kaffee oder einem Glas Wasser, einem Tee, einfach ein Traum. Eine Traumtorte müsst ihr unbedingt probieren. Die Leute werden euch die Bude einrennen. Das war die fantastische Kinder-Schoko-Fresh-Torte. Ein absoluter Tortentraum. Ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gut gefallen wie mir und meiner Familie. Dann vergesst bitte nicht, mir einen netten Kommentar zu hinterlassen, einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Da freue ich mich immer sehr darüber. Natürlich freue ich mich auch über eure Fotos und ihr dürft das Video auch gerne mit dem Teilen-Button hier unter dem Video teilen, per WhatsApp, per Facebook. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Freude beim Nachbacken. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder Sonntag um 10 Uhr zu einem neuen Torten- oder Kuchenvideo und am Dienstag hoffentlich um 18 Uhr, sonst Mittwoch, dann zu einem neuen Dirty Vlog. Bis dahin macht's gut. Tschüss!